Okay, ich sitze jetzt hier im Studio mit dem Original, dem einzigartigen Jarkboy. Ja, zur Erklärung, vielleicht, wenn das jemand mal anschaut in ganz, ganz ferner Zukunft. Wir haben gerade Corona, falls ihr euch wundert, warum wir hier so komisch da sitzen. Also das ist jetzt nicht zusammengeschnitten, ja, aus zwei Dingern. Wir sind hier im Studio und gerade wurden die, wie sagt man ja, die Ausgangsbeschränkungen ein bisschen gelockert und es dürfen sich 2 Leute aus 2 Haushalten besuchen. Juhu, yay. Da haben wir gleich das Tonstudio aufgemacht und haben uns zum Interview getroffen, haben gerade noch ein paar Aufnahmen gemacht für unseren Corona-Grün-Song. Passend zum Thema verlinke ich euch oben in der Infokarte, falls ihr den später anschauen wollt. Die Jungs haben echt viel gearbeitet, ne? Ich wollte dich nicht kommen sehen. I don't wanna see you again. Jark, wir haben letztes Jahr war das ist schon wieder so lang her, Wahnsinn. Wann war das? Oktober? Ich glaube, ja. November, Oktober, irgend sowas. Ja, haben wir die Takes gemacht zum Musikvideo. Wie war das? Wir sind da reingekommen, das war so ein Raum mit grüner Wand, keine Palmen, kein Sand. ja nix. Wie hast du dich gefühlt? Ja, wie das Video zu sehen war, echt. Als ich das neues Video gesehen habe mir nicht mehr erinnert, wie es alles war halt. Ja, und viele haben mir gefragt, wirklich, habt ihr das Hintergrund organisiert? Ja. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, muss man viele fragen. Ich weiß nicht. Ja. Wie du das alles gemacht hast, das ist echt viel Menge Arbeit. Ja, also es war unglaublich viel Arbeit. Also wir haben erstmal die Takes gemacht. Ich habe da schon ein paar 3D-Locations erstellt. Also es war schon ein Plan da, wie das zum Schluss aussehen soll. Ja, aber wie das richtig zum Schluss wird, wusste keiner. Also, Keiner. Wir schauen mal hier kurz rein in die Aufnahmen. Das sind jetzt die Aufnahmen. Siehst du das ein bisschen von da drin? Ja, genau, sehe ich schon, ja. Von der zweiten Kamera. Es ist uns ja gelungen, ziemlich durch Zufall diese wirklich coole Tänzerin an Land zu ziehen, die Isabel. Also ich habe über die Ballettschule meiner kleinen Tochter, da habe ich mal gefragt, ob die jemanden kennen und die haben mir sie empfohlen. Wir waren ein bisschen unter Zeitdruck, wir haben sie einfach bestellt. Ich wusste nicht so wirklich, was da auf uns zukommt, aber sie war wirklich genial. Also, Ja, es war echt wundervoll. die hat sich vorbereitet, die hat eine geniale Performance abgeliefert. Ja. Also falls ihr eine Tänzerin für einen Videoclip haben wollt oder für was auch immer, Isabel. Ist wunderbar, sie hat alles Den Nachnamen habe ich mitgemacht. jetzt komplett vergessen. Ja. Also Isabel heißt sie auf jeden Fall bei mir Instagram auch. Ja. Wenn ihr wollt, Kontakt haben wollt, schreibt uns einfach an in die Kommentare, wie auch immer. Wir waren an dem Tag auch ein bisschen unter Zeitdruck. Wann haben wir angefangen? Wann haben wir uns getroffen? Um 9 oder so? 9 in der Früh. früh, ja. Ich musste dann, glaube ich, um 1 oder so, musste ich dann noch nach Stuttgart zu einem DJ-Job. Ja. Dann hatten wir nicht so viel Zeit. Und du hast auch super nette Leute mitgebracht. Genau. 2 Helfer. Ja, Eine Helferin hatte ich noch dabei. Und es wäre auch nicht gegangen. Also auch super vielen Dank an die fleißigen Helferinnen alle. Ja, ohne die wäre es wirklich nicht gegangen. Ja, die mussten die Lampen halten. Dann haben wir festgestellt, dass die Leinwand zu niedrig ist für den großen Jark. Mensch, ja, dann mussten 2 immer dastehen und die Leinwand mal zwischendurch hochhalten. War schon echt genau. der Wegen Schuhe war ich ein bisschen größer halt als mir, hä? Ja, das sind nicht die Schuhe. Alter. Das sind die Beine, glaube ich. Beine. Wir wollten eigentlich auch draußen drehen, ursprünglich, ja, Wand aufbauen, draußen drehen, weil wir nicht ganz so viel Licht dabei hatten. Und hat geregnet auch. Aber es war kalt, es hat geregnet und ihr hättet, Jark und Isabel, ihr hättet jetzt relativ, nicht nackt, aber nicht jetzt gerade für Oktober 10 Grad Außentemperaturwetter angezogen sein. Ja. Sollte schon sommerlich aussehen, das Ganze spielt ja im Sommer.
War auch ein Experiment. Ich habe eine super Open Source Software gefunden. Ja, das Ding ist kostenlos. Ich war total vom Hocker. Blender heißt das Ding. Man kann da die 3D-Locations erstellen. Man muss dann die Bewegungen der Kamera von der Software ausrechnen lassen. Das ist auch nicht ganz einfach, damit eben der Hintergrund sich genauso bewegt wie eben die Schauspieler vor der Kamera. Ja? Weil sonst bewegt man den Hintergrund und die Kamera rutschen auf dem Boden rum oder sowas. Okay, das kann nicht einfach jeder sowas machen, muss man einfach Erfahrung haben. Es kann jeder machen, ja. Das Ding war, ich habe die Software vorher nicht benutzt, ich musste mich da erst reinarbeiten. Ja. Die Software ist genial, aber wenn man sie noch nie gesehen hat, ist es unglaublich kompliziert. Also echt komplex. Man kann so viel damit machen, so vieles Professionelles auch, und da muss man erstmal sich auskennen. Ja. Drum hat es jetzt, ich glaube, 5 Monate gedauert, bis das Video wirklich fertig war. Ja. Zudem hatten wir das Problem mit grüner Leinwand. Da muss man auch so seine Erfahrungen sammeln. Nicht? Da habe ich auch so manche Probleme gehabt. Manchmal ist die Isabel mit der Hand oder mit irgendwas aus der Leinwand raus. Ja? Aber die Hand soll trotzdem im Video drin sein, aber ohne den Hintergrund. Ja? Der soll ja komplett ausgelöscht werden. Okay. Dann muss man sich halt hinsetzen und Bild für Bild Sachen nachbearbeiten und Bild für Bild die Hand ausschneiden, damit der Hintergrund wirklich komplett weg ist. Musst du alles schneiden, okay. Und solche Späße. Wow. Ja, der Jark beim Grooven. Nee, war lustig, aber auch total sympathisch, total nett, total hilfsbereit. Und weißt du noch, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf die Schnelle finde, wir haben da auch so eine kleine Zwischengeschichte im Video drin. Genau, die hat sich einmal umgezogen und tanzt quasi zwischendurch auf dem Hochhausdach. Und dann haben wir auch ein paar Szenen, wo sie durch die Gegend springt. Ja, genau. Über das Hochhaus und so. Kannst du uns noch irgendwas sagen zum Song? Worum es da geht? Den Song geht um einen Mann und Frau, und es geht auch Richtung Liebe halt. Liebe-Song. Die meisten Songs sind Liebessongs. Liebessong, aber Liebessongs haben auch meistens verschiedene Richtungen halt. Ja. Liebe verschiedene Richtungen. Es ist nicht, dass man einfach eine Frau dort einfach direkt anmacht, aber so ein bisschen Kompliment geben, sowas, okay. So eine Richtung halt. Okay. Genau. Sag mal den Leuten was über dich. Du bist aus Gambia. Ja, ich bin Jackboy, also Künstlername ist Jackboy. Ich komme aus Gambia. Ich bin seit 11 Jahren in München und arbeite bei der Deutschen Bahn und mache nebenbei Musik. Und ab und zu treffe ich auch mit Philipp und machen wir auch eine Mucke halt und sammeln neue Ideen. Und es macht mir auch Spaß. Und wie lange kennen wir uns jetzt seit, ich glaube, 2 Jahre jetzt schon, oder? Ah, das ist so schon 3, länger. 3, oder? Das ist schon länger. Das ist schon lange, ja? Das ist schon länger. Ah, das ist halt also ich glaube, ich habe mal, das sind schon 4 Jahre. Ich glaube, ich habe mal nachgeschaut. Wir haben unser Rampa-Song, der zieht sich jetzt schon ziemlich ein bisschen hin. Wir haben den gemacht und dann haben wir irgendwie keine Zeit mehr gehabt, das Video zu drehen und alles, das richtig mal fertig zu machen. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Das Video ist schon raus. Voll coole Sache. Ja. Ich glaube, das war 2016. 16 haben wir uns kennengelernt, ich glaube. Ja? Das ist erst lange her. Ich weiß noch, du bist hier ins Studio gekommen, bist hier so rumgesungen, so Rampa, 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 Rampa. Ich habe gedacht, okay, das ist irgendein Platzhalter für Text. Ja, da kommt noch irgendein Text. Hast du gesagt, diesen Song würde ich gerne machen. Und da sagst du, nein, das ist der Text. Rampa, 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 Rampa. Genau. Ja, hat mir von Anfang an total gefallen. War genau. Vor allem du hast mir gesagt, dass das dir gefällt. Für die unanständigen Leute, was ist gemeint mit Rampa, Rampa? Also ganz viele haben mich gefragt, manche fragen mich,
weil manche Afrikaner fragen, ist das Rampa Rampa geht um Sex oder Rampa Rampa geht um Tanzen? Ich habe gesagt, das ist einfach bewegliche Sache ist das. Rampa ist das Gefühl von innerlich, von Herz halt. Es ist halt nicht mehr einfach, wenn der Rampa mag, ist ein Schlägerei, Tanz oder Frau, das, aber es ist das Gefühl, dass du deinen Gegner einfach ein bisschen attraktiv machen halt. Genau. Und wenn ich jetzt ganz normal reden, dann versteht der Gegner mich normal. Aber wenn ich irgendwas Dummheit mache, dann lacht er mehr als normal. Ja. Rampa, Rampa. Genau, das ist die Szene auf dem Dach. Ah, das war das danach. Boah, ich weiß nicht, was du alles gemacht hast. Ich weiß es auch nicht mehr. Alles, wir haben alles gemacht. Genau. Ich wollte dir nur kurz zeigen, die ganzen 3D-Locations. Hast du eine Lieblingslocation aus dem Clip? Also, originale Clips? Ja, ja. Boah, ich konnte nicht, also ich habe fast alles ist cool, also jede Szene habe ich mir angeguckt halt, hat mir gefallen halt, und war für mich so alles unglaublich. Da gibt es ja die Wüstenszene mit dem Auto. Dann die Szene auf der Insel. Ne? Und dann die Szene in der Stadt. Auf dem Hochhaus und unten in der Straße. Ja. Das Hochhaus, ja genau. Hochhaus war gut. Das Auto war auch schön. Auto war echt wunderschön. Ja, das Auto, ja, das ist übrigens ein Bugatti. Ja, das ist. Also die Szenen sind echt alles top. Also. Ein Auto, das wir zwei niemals besitzen werden. Abwarten, es kann sein, ne? Ja, man kann nie wissen. Ja. Man kann nie wissen. Rampa wird Nummer 1 in den USA. Oder Chad, ja. Oder irgendwo. Wollte ich dir mal hier kurz zeigen, dass du das auch mal siehst. Das ist die Rampa-Schrift, ja, auf dem Ozean. Ja, so sieht das in 3D aus. Im Clip ist es dann total felsig. Hier dann, dahinter ist dann die Insel. Da kann man dann zur Insel fliegen, ja, und hinter der Insel, da hinten ist dann die Stadt, ja, mit den ganzen Häusern. So war das Making, ne? Ja. Okay. Die Stadt habe ich zum Glück quasi fast so kostenlos gefunden, die Location. Gibt es für Blender immer wieder kostenlose Dinger, die man runterladen kann. Okay. Coole Leute, die das einfach machen aus Spaß, aber trotzdem habe ich mich dann hingesetzt und habe dann verschiedene für die Hochhäuser, ihr seht da, die sind ja alle komplett weiß, ja, dass die bisschen Struktur haben, ja, habe die mit Fenstern versehen und so weiter. Also so sieht die Original City aus in Wirklichkeit. Okay. Wir haben hier auch diese Hochhäuser, die wollte ich eigentlich mehr in Szene setzen, die wie ein Equalizer einfach zum Song ein bisschen Beat machen. Aber die Zeit ist dann wirklich knapp geworden. Ja. Aber das ist die Original Rampa-Szene-Location. Das sieht so lustig aus, ne? Ja. Wahnsinn, ne? Ja. Also da steckt unglaublich viel Detailarbeit drin, allein die Locations zu erstellen und dann die Locations mit den Aufnahmen zu verbinden, eben über das Kamera-Tracking und so weiter. Ja, wie gesagt, 5 Monate, die waren weg. Man konnte gar nicht glauben, wie schnell. Wahnsinn. Ich habe sogar, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, in manchen Szenen ein Flugzeug rumfliegen lassen. Genau. Ja. Also das ist aber Flugzeug. Ja. Es ist leider auch nicht alles ganz so perfekt geworden. Wenn du schaust in der Szene, wo du hier auf diesem Steg singst, da blinken mal die Häuser im Hintergrund ein bisschen. Ja. Ist leider nicht Absicht, könnte man meinen, ja, cooler Effekt. Ist leider nicht Absicht, das sind einfach paar so Fehler, die ich einfach nicht mehr rauskriegen konnte. Paar Exportfehler. Aber das hat dann keiner gemerkt. Ja, das glaube ich, das merkt keiner, ja. Und also wenn man wirklich mit der Lupe auf den Clip schaut, dann findet man denkt einfach, das ist einfach ein bisschen stylisch oder so. Ja, genau, ein bisschen stylisch. Ja, habe ich mir gedacht. Also wenn man wie gesagt, mit der Lupe auf den Clip schaut, dann findet man schon einiges, was leider nicht ganz so gelungen ist, ja. Muss man aber nicht, ja, man kann den einfach genießen. Okay. Ja. Was mich ein bisschen geärgert hat in der Nachbearbeitung, du hast dieses weiße Hemd angehabt. Kurz hier diese weiße Pulli oder was? Du hast, wenn du schaust, hier unten, da ist was Grünes.
Ja, also es ist dunkelgrün, ja, aber das war immer Wahnsinnsding, ja, weil alles, was im Bild grün ist, wird natürlich durchsichtig. Ja? Okay. Und auch diese dunkelgrüne Stelle, wenn man im Clip schaut, ich habe es nicht überall wegbekommen, es ist wirklich schwierig. Manchmal ist das Hemd an der Stelle auch ein bisschen durchsichtig. Ah, okay, echt? Ja. Ich glaube, du weißt nicht. Ja, weißt du, was ich meine? Hier dieses kleine, dieses Eck. Es ist alles blau und schwarz auf dem Hemd, ist alles super vor der grünen Leinwand, ja? Aber das kleine Ding, dieses eine Eck ist dann dunkelgrün. Ich glaube, die meisten Leute checken das, die gucken nicht sowas, Zitat oder irgendwas. Ja. Die gucken die ganze Clip an. Ja, ja. Ich habe selber nicht gecheckt, nicht gesehen. Ja, super, das freut mich. Obwohl ich das Video selber bei mir habe. Ich habe im Handy. Ja. Wahnsinn. Ja. Aber weißt du noch, wo wir eigentlich drehen wollten, den Clip? Oder war so meine bisschen Vorstellung, es hätte ja alles mit Sommerhintergrund und so weiter. Ja, ich weiß, ja. Ich habe Strandbars abgeklappert in München, Ganz München, ja. Aber die hätten alle 150 Euro verlangt, dass wir da drehen. Ja, und dann hast du nur eine Location, ja, also einen Strand, vielleicht mal eine Bar dazu. Ja, das für das Geld wäre es das nicht gewesen. Ja, ja, genau. da ist die Lösung, die war einfach ideal. Da. Ja. Ja, damit ganz kurz zu uns. Wir sind ja ein Club mit ein paar Musikern. Wir haben uns zusammengetan, dass wir mal ein bisschen finanzielle Mittel gemeinsam haben, dass wir mal ein bisschen Ausrüstung kaufen können, dass wir mal coole Clips drehen können. Also auf diesem Kanal wird es auf jeden Fall noch ganz, ganz viele coole Clips geben. Rampa war praktisch, ja, nicht ganz der erste. Wir haben ab und zu gemeinsame Projekte. Da haben wir zu Weihnachten eigentlich geplant als gemeinsames Weihnachtsprojekt, der Weihnachtssong White Christmas, I Don't Care About, mit leicht verändertem Text. Ja, leider hatten eigentlich alle, bis auf die tolle Miriam, alle anderen hatten leider keine Zeit. Darum sind wir jetzt zu zweit in dem Clip. Dafür haben wir jetzt das Gemeinschaftsprojekt, den Corona-Song. Verlinke ich, wie gesagt, in der Infokarte, sobald er raus ist. Falls ihr keine Infokarte seht, ist der Song noch nicht fertig. Dauert alles ein bisschen. Wir waren alle jetzt eingesperrt. Ja, genau. Keiner konnte arbeiten. Das war's also fast schon mit unserem Making-of. Schreibt uns in die Kommentare, was euch gefallen hat, was wir vielleicht noch besser machen können. Falls euch Making-ofs von anderen Musikvideos interessieren, schreibt es uns auch. Wir machen das gerne für euch. Neue Musikvideos kommen auf jeden Fall. Abonnieren lohnt sich also. Und jetzt zum Schluss nochmal der Rampa-Clip komplett aus einer anderen Sicht für euch. Viel Spaß, danke fürs Zuschauen. You and me, I love you one. She like to watch me when we sing it on me vibes. Jack boy, I be fast and all them I love it. Enough girl I say them no one about it man. We give them a love and good feeling. Call them a world from a town to the city. Germany, call them a wine and go down. Them a bubble them a waist like a Jamaican dance. Bubble up a recipe, girl is sweet like ice. Bust them a head, call them a wine up. Jack boy, I be fast and bust them a head. Bust them a head. Rum bum rum rum bum rum bum rum bum rum rum bum rum bum rum bum rum rum bum rum rum. Me yellow you want, me yellow you want, me yellow you want, me yellow you want.
Girl, I be your winner cause you know I feel made. Left and right, the way you turn up your waist. Stand up your waist, you got it hot like sun. You never woulda say you gotta mix up me brain. 1 of 6 30, bend down your knees. Anytime I come, girl, I me I want to. From nothing to some, she say me I know she want. Take where you be, cause I bust them ahead. Bust them ahead, bust them ahead. Bust them ahead. Rum bum rum rum bum rum bum rum bum rum rum bum. Me and you want, me and you want, me and you want, and me and you want. You want, me a let you want, me a let you want, me a let you want. Rum bum rum rum bum rum bum rum bum rum rum bum rum bum rum bum rum rum bum rum rum bum rum rum. Me a let you want, me a let you want, me a let you want, me a let you want. Me a let you want, me a let you want, me a let you want. Rum bum rum rum bum rum bum rum bum rum rum bum rum bum rum bum rum rum bum rum. Me a let you want, me a let you want, me a let you want, me a let you want.